Träume leben bedeutet, mutig für das loszuziehen, was du erleben möchtest. Ich wollte pure Freiheit und die Ferne. Das Reisen schenkte mir mehr als das. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit ganz aktuellen Infos von der Reise. Vorher geht es aber noch einmal um diese Klamotten, die ich hier gerade anhabe. Howie von den Bears on Tour und Chris von Sautas Moto Channel haben eine Plattform für Merchandise gegründet mit Klamotten und Ausrüstung rund ums Motorrad. Dirty Rocks. Die beiden und ich, wir haben für euch etwas kreiert, womit ihr Freude haben könnt, mich supportet und eure Leidenschaft ausdrückt. Die Klamotten sind von einem deutschen Dienstleister in hochwertiger Qualität, sodass ihr lange Freude daran habt. Auch nach mehreren Wäschen ist der Druck noch schön. Die Ware ist komplett fair produziert, also kein China-Billo-Textil, vegan und mit Bio-Baumwolle nach Ökotex-Standard 100 hergestellt. Über den Shop könnt ihr Shirt und Hoodie in eurer Lieblingsfarbe bestellen. Das hat übrigens keinen Einfluss auf meine Videos. Leb deine Träume und mach dich auf den Weg. Für diesen großen Traum von der langen, weiten Reise habe ich mir 2 Jahre sozusagen Zeit freigenommen. Einfach weil ich wollte, dass ich dieses Gefühl von Freiheit habe und nicht weiß, ich muss jetzt irgendwie in einem halben Jahr wieder zurück sein und so. Ich wollte wirklich komplett frei sein, ich wollte mich komplett frei fühlen, 100% Freiheit, und das habe ich auch gemacht, als ich losgefahren bin. Das war wirklich so ein Wow, das ist jetzt ein Riesenabenteuer. Ich hatte wirklich ganz viele Ängste, als ich losgefahren bin, und darum ging es auch für mich mit dieser Reise, meine eigenen Grenzen zu überschreiten, meine eigenen Ängste zu überwinden und was zu tun, was ich vorher noch nie gemacht habe. Ich habe einfach gesagt, komm, dein Traum ist einfach so groß, du musst dir den jetzt erfüllen. Ansonsten bist du einfach nicht richtig glücklich. Deswegen bin ich dann ja wirklich auch losgefahren, Ende März in den Balkan. Der lang gehegte Traum von der Motorradfahrt in die große Fremde wurde endlich Wirklichkeit. Nach meiner ersten Motorradreise 2018 entschloss ich ja, in die Mongolei zu fahren, tauschte meine Wohnung gegen einen feststehenden Wohnwagen, um Geld zu sparen. Da ich allerdings erst seit Ende 2017 Motorrad fuhr, bereitete ich mich mit zahlreichen Offroad-Trainings auf das große Abenteuer vor. Wir fahren jetzt den Hügel da hoch. Na komm, schaffst du es aber. Oh, die ist geschafft! Sitzt du damit da auf? Ich versuche mal ein bisschen zu ziehen. Oh, weiter, weiter. Oh, Queenie, du machst was mit hier, ey. Oh. Warte, ich mach. Nein, das ist schon so schwer. Meine geliebte Afrika-Twin wurde ebenfalls optimiert. Alles war vorbereitet für den Start der Reise im Mai 2020. Der Moment der Wahrheit. Die Ölablassschraube. Ihren Gewinde soll derart fragwürdig sein, dass Wir uns fragen, tauschen wir die Motorgehäusehälften aus oder schmeißen wir das Motorrad weg? oder zünden wir heute noch an. Wie oft muss man Zündkerzen wechseln? Alle 12.000 regulär. Ja, wo ist denn jetzt die Zündkerze? Wie wäre das mit, wie wäre das denn so mit, hier ist ja, das sieht schon mal gut aus, also hier ist sicherlich eine, nee, passt auch nicht. 3 sagt 2 Schrauben da und da. Ey, cool, ich kann das hier mit dieser Anleitung alleine. Ich werde Zweiradmechanikerin, nur nach Anleitung. 3 Monate vor Abfahrt machte mir dann Corona einen Strich durch die Planung und die Reise konnte nicht stattfinden. 2022 entstand dann der sehr spontane Alternativplan, in den Balkan zu fahren. Ich kündigte meinen Job, buchte eine Auslandskrankenversicherung für 2 Jahre und traf alle nötigen Vorbereitungen, um alleine mit dem Motorrad und einem guten Gefühl reisen zu können. Zunächst ging es durch Schnee und Eis über Österreich nach Slowenien, Kroatien und Bosnien.
Und das war einfach nur mega geil. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich könnte das den Rest meines Lebens machen. Das war so viel schöner, als ich es mir vorher noch gedacht hatte. Dann ist es allerdings so ein bisschen so gewesen, dass ich einfach übervoll war. Ich kam gar nicht mehr hinterher, das alles zu verarbeiten. Da war die Sache mit dieser Handykarte, die mich echt so ziemlich aus dem Konzept geholt hat. Und es war halt einfach alles neu für mich. Deswegen einfach auch schon so, wow, total viele Reize. Ich habe es ja dann trotzdem alles gemacht und gemeistert und das war auch super. Dennoch wurde immer fühlbarer, dass der Krieg hier noch nicht lange her ist. Und diese Region für mich etwas völlig anderes bedeutete als das, was ich bisher auf meinen Reisen durch Italien, Frankreich oder Schweden erlebt hatte. Schon in Kroatien ist mir das sehr nahe gegangen, noch zu sehen, was da für Überbleibsel vom Krieg sind, die auch spürbar sind. Die Armut der Menschen, Häuser, Wände mit Einschusslöchern und so, das sind einfach so Sachen. Mir wurde da anders. Von Kroatien aus war ich zunächst nach Mostar gefahren, der größten Stadt Herzegowinas, voll von religions- und geschichtsträchtigen Gebäuden und Plätzen. Oil, Masirpo, Wein. Ah, ja, okay. Voilà. Riesengroße Tomaten und Ingwer. Oh mein Gott, wie groß ist der denn? Und Schuhe. So beeindruckend, bunt und vielfältig der Markt und die Innenstadt von Mostar auch waren. In Bosnien fühlte ich mich so fremd wie noch nie zuvor in einem Land. Und so verließ ich Mostar bereits nach wenigen Tagen wieder, in der Hoffnung, mein Wohlbefinden in diesem Land vielleicht an einer anderen Stelle doch noch zu finden. Eine der bekanntesten Attraktionen der Gemeinde Ljubuški sind die Kravica Wasserfälle. Der Fluss stürzt hier über einen 120 Meter breiten Hang in die Tiefe des Naturschutzgebiets. Früher wurden die Kravice von Müllern zum Antrieb ihrer Wassermühlen genutzt, während sich heutzutage vor allem Badegäste an den Wasserfällen erfrischen, Kaffeepause oder Motorradreisende diesen Ort als Frühstücksplatz auserwählen. When we weren't alone, take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Also hier hätte es ein ganz hübsches Motel gegeben. Allerdings haben die wirklich nur für eine Nacht was frei. Das sagen sie zumindest. Und deswegen fahre ich jetzt nochmal weiter. Aber es ist schon crazy. Du fährst hierher, du denkst, du bist hier im Nirgendwo. Und überall stehen nur Ruinen. Und plötzlich kommt dann da so ein Motel aus dem Boden geschossen, was irgendwie so voll fett und noch mit Außengelände und so ist. Dann doch immer eine kleine Überraschung, was sie dann dahin zaubern. Zwischen all dem, ja, kaputten und sehr verwahrlosten oder auch rudimentär aussehenden.
konkreten Routenplan landete ich anschließend am einzigen Küstenort des Landes, direkt an der Adria in Neum. Das perfekte Hotelzimmer mit einem schönen Bett, mit einem Blick aufs Meer, einem kleinen Balkon. Ich bin gerade derbe froh, dass ich das hier gefunden habe. Ich war froh, dass die mir überhaupt hier ein Zimmer gegeben haben. Alle anderen haben bis jetzt immer einfach gesagt, nö, wir haben nichts frei. Obwohl das so ein Riesenkomplex war. Und da oben ist mein Balkon, da oben. Es ist ja auf jeden Fall ein Ort, wo ich mal kurz auf Reset drücken kann, denn ich muss gestehen, nach den ersten 3 Monaten Reisen ist es bei mir echt so, dass ich gerade das Gefühl habe, total reizüberflutet zu sein und alles Neue ist irgendwie too much. Es wäre doch zu schade, wenn ich wegen Überfrachtung von Vergangenem das Neue nicht mehr wertschätzen kann. Dafür ist das hier einfach viel zu kostbar, diese Reise. Und deswegen gönne ich mir jetzt hier ein paar Tage, wo ich auch wieder in meine Routine reinkommen kann, arbeiten, Sport. Dann geht es in ein paar Tagen, Wochen weiter Richtung Montenegro. Was bist du denn für ein kleiner Süßer? Oh, und da ist noch ein kleines Igel-Babyleinchen im Gestrüpp. Igelalarm. Was ihr übrigens auf gar keinen Fall verpassen dürft, wenn ihr in Bosnien seid, ist so eine Bäckerei. Das bosnische Gebäck ist einfach der Hammer. Das ist hier so Käse mit Ketchup und so einem krassen Teig, der ist so fluffig. Pizza, etwas Süßes mit Schoko drin und hier so eine Rolle aus Blätterteig mit Hackfleisch innen drin. Das werde ich jetzt mal hier probieren. Heute gibt es Müsli mit Meerblick. Und was für einer. Meer plus Sonne. Für Essen habe ich übrigens auf der gesamten Reise im Schnitt pro Tag 10 € ausgegeben. Obst und Gemüse sind in diesen Regionen so günstig, dass es ein leichtes ist, hier für wenig Geld richtig satt zu werden. Die 2 Wochen in Neum halfen mir, mich an die Andersartigkeit dieses Landes zu gewöhnen. Und bin dann von Bosnien aus über Montenegro, Albanien bis nach Griechenland gefahren. Auch nochmal so in der Hoffnung, Griechenland ist ja doch nochmal europäischer. Vielleicht fühle ich mich da irgendwie dann nochmal mehr zu Hause, nicht so sehr in der Fremde. Allerdings war es in Griechenland so heiß, dass ich nach der ersten Nacht Zelten dort den kältesten Ort in Griechenland gesucht habe im Internet und direkt dorthin gefahren bin, nach Kastoria. Und da bin ich dann auch wieder längere Zeit geblieben, weil ich einfach nochmal alles sacken lassen wollte. Und hier in diesem Hotel in Bosnien hatte Queenie auch das erste Mal eine richtig abgeschlossene Garage zum Übernachten, direkt neben der Wäsche. Tada! Bye! Bye, bye. Vor der Grenze nochmal in der Hitze ein bisschen schmilzen, bevor es gleich auf der Straße weiter mit Schmilzen geht. Super, dann. Gute Reise to Montenegro and then to Albania.
macht Sinn. Das war's mit Montenegro. Auf geht's nach Albanien. Hier ist auch schon ein Albaner vor mir. Uiuiui, jetzt darf ich aber erst noch ein bisschen in der Sonne brutzeln. Oh Gott. In der absoluten Mittagshitze. Keine Ahnung, es fühlt sich an wie 40 Grad plus. Eine Warteschlange und viele Liter Schweiß später hießen mich die albanischen Ziegen in ihrem Land willkommen. Erstes Mal tanken in Albanien. Ich fragte ihn vorher extra noch, ob es geht, mit Karte zu bezahlen. Ja, ja. Habe ich getankt, will mit Karte zahlen? Nee, geht nicht. Konnte zum Glück jetzt in Euro bezahlen. Der hat mir das dann in albanischer Währung wiedergegeben. Immerhin. Jetzt hätten sie mich hier gleich festgenommen, weil ich hier Tankbetrug begangen habe. Die Hunde hier auch immer alle überall. Oh Mann, ganz viele auf der Straße. Zweites Mal tanken in Albanien hat dafür umso besser geklappt. Ich habe ihm einfach alle meine restlichen Leg gegeben, die ich noch hatte. Und habe ihm gesagt, er soll so viel tanken, was so möglich ist für die Kohle. Fein hier, wa? Ein letztes Päuschen am albanischen Straßenrand, bevor es dann zur nächsten Grenze ging. Hi, thank you.
Alleine unterwegs zu sein, schenkte mir die Freiheit, ganz nach meinen eigenen Bedürfnissen zu entscheiden. Allerdings bedeutete es auch, mit jeder Situation alleine umzugehen. Nicht nur, dass ich als alleinreisende Frau mit vollgepacktem Motorrad schon auf irritierte Blicke stoße, als YouTuber mit einem gewissen Bekanntheitsgrad kam dann für mich noch eine neue Situation hinzu. Immer wenn ich unterwegs war, habe ich irgendwie Leute getroffen, die mich kannten. Und das hat mich echt ein bisschen irritiert, weil hier in Deutschland, du bist halt so deine gewohnten Wege, da kennen dich die Leute, die du auch kennst. Und sonst sitzt du halt viel irgendwie in deinem kleinen stillen Kämmerchen, schneidest Videos. Da triffst du halt nicht so viele Leute. Aber gehst du auf Reisen, dann ist mir erstmal bewusst geworden, wie viele Leute meine Videos gucken. Und ich war echt ein bisschen, wow, überwältigt davon. Und immer wieder auch Mails, wenn ich in Hotels war, hey Caro, hier, ich sehe, deine Maschine steht hier, ich bin da auch gerade. Wo ich dachte so, wow, also eigentlich ist mein Kanal ja nicht so groß. Trotzdem bist du irgendwie schon bekannt wie so ein bunter Hund in der ganzen Welt gefühlt. In Kombi mit dem, was da sonst so alles los war, das ganze Neue, das war halt einfach echt viel. Battery level is low. Und dann kam halt noch dazu, dass ich angefangen habe, so das Bekannte, wovon ich am Anfang mich total gefreut habe, Abstand zu bekommen. So die ersten Monate war das wirklich so, du nimmst Abstand von deinem alten Leben. Das hat richtig gut getan. Also dann auch nochmal bewusst zu wählen, was möchte ich auch loslassen, womit möchte ich überhaupt mein Leben weitermachen. Irgendwann fing es aber an, dass ich dieses Bekannte vermisst habe. Meine Familie, gewohnte Gesichter, Freunde, auch wirklich mal wieder Menschen, die tief in meinem Herzen sind, in den Arm zu nehmen und nicht nur online irgendwie Videochatten oder sowas zu machen. Es ist nicht das Gleiche, ob du einen Menschen in den Arm nimmst und fühlst oder eben mit dem telefonierst und den auf so einem Bildschirm siehst. Das ist einfach was anderes und das hat mir irgendwann total gefehlt. In Griechenland bekam ich dann einen Anruf von meiner Familie, dass mein Opa plötzlich ins Krankenhaus gekommen ist. Und dann haben sie halt festgestellt, dass er Leukämie hat. Dann ging das alles irgendwie von Tag zu Tag, wurde immer schlimmer. Und ich habe dann in Griechenland gemerkt, so jetzt ist Zeit, sich auf den Heimweg zu machen. Ansonsten siehst du halt deinen Opa nicht mehr. Ja, und so bin ich dann von Griechenland wirklich ziemlich schnell über Bulgarien und Rumänien zurück nach Deutschland gefahren. Also ich habe jetzt nicht den maximal schnellsten Weg genommen, weil ich echt dachte, ich hätte noch Zeit, so ihn zu sehen, weil er auch die Chemo angefangen hatte. Dann habe ich mir auch in Rumänien noch die Transfagaraschan angeguckt. Da könnt ihr euch sicherlich noch drauf freuen in Zukunft. Das kommt noch. Auf jeden Fall war ich dann irgendwann in Ungarn. An diesem Fahrtag starb mein Opa dann. Der Tod meines Opas machte noch spürbarer, wie wichtig es ist, schöne Erinnerungen mit den Menschen zu schaffen, die ich liebe, solange sie noch da sind. Und ich bin dann trotzdem auf schnellstem Weg doch noch nach Hause gefahren, weil ich einfach die Beerdigung, da wollte ich einfach dabei sein, dass ich mich wenigstens da noch mal von ihm verabschieden kann. Ich habe halt von der Reise echt mega viel mitgenommen. Ich bin ja losgefahren, weil ich gesagt habe, so, ich will gerne wissen, wer ich bin, was ich brauche im Leben, was mich glücklich macht. Das kann man halt mega geil herausfinden, wenn man mal von allem, was man sonst ganz natürlich um sich hat, sich mal löst. Und ich habe halt bisher ja immer, wenn ich Reisen veröffentlicht habe, war das ja immer so, ich bin erst gereist und wenn ich dann zu Hause war, habe ich das ganze Schneiden und so und Veröffentlichen dann erst gemacht. Und diesmal habe ich es ja wirklich von unterwegs aus gemacht und gemerkt, das ist nichts für mich. Es ist irgendwie auch zu schade um die Zeit in
mit der ich das Ganze so erlebe, dann sich vor den Bildschirm zu setzen und so offline zu sein im wahren Leben. Deswegen habe ich das dann auch immer weniger gemacht auf der Reise mit dem Film, vor allem mit dem Veröffentlichen, mit dem Schneiden und so. Das dauert halt sehr, sehr, sehr viel Zeit, bis man so ein Video fertig hat. Das können sich, glaube ich, alle die das selber noch nie gemacht haben, schwer vorstellen. Aber es ist wirklich so, dass es einfach wahnsinnig viel Zeit kostet, so ein Video zu schneiden. Allein schon das Material zu sichten und so weiter. Und deswegen habe ich die Reise dann einfach für mich sehr genossen, indem ich dort sehr präsent war, wo ich gerade im wahren Leben war. Also für mich war die Reise so unterm Strich das Beste, was mir hätte passieren können. Ich kann das jedem nur empfehlen, wenn er mal nicht so richtig weiß, wohin das Leben gehen soll oder auch einfach so einen riesen Traum hat wie so eine Reise, das zu machen. Denn ich kann mir halt einfach auch echt zum ersten Mal vorstellen, wo auf Dauer zu bleiben. Und ich glaube, das wäre ohne diese Reise niemals möglich gewesen, weil ich hatte so ein starkes Fernweh. Und ich weiß jetzt aber auch, dass dieses Fernweh nicht unendlich ist, wie eigentlich nichts in diesem Leben. Von wegen Raupe Nimmersatt, hier macht der Käfer sie platt. Ich glaube halt, manchmal ist es irgendwie so das Mutigste, wieder in sein altes Leben zurückzugehen. Dort, wo einen so viele Dinge erwarten, vor denen man vielleicht lange Zeit weggelaufen ist. Für mich ist es eine ganz andere Art von Abenteuer. Ich möchte jetzt versuchen, so einen Alltag zu haben mit einem Job als Angestellte, wo ich auch gerade mega glücklich bin, weil ich den absoluten Traumberuf gefunden habe für mich, da einfach jetzt in diesen Alltag immer wieder das Abenteuer und die Abwechslung einzuladen. Auch mal in 2 Wochen in den Urlaub zu fahren und so Motorradabenteuer zu erleben, das gibt mir persönlich schon so viel, dass ich da dann auch so lange von zehren kann, dass ich sage, so, das kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert, dass ich so ein Leben habe, was mich sehr, sehr erfüllt, ohne dass ich jetzt nur das Reisen habe, weil nur Reisen, es ist einfach was völlig anderes, ob du 2 Wochen in den Urlaub fährst und noch ein Zuhause hast, wo du nachher wieder zurückkehrst, wo du einfach so dein Leben hast, was so außerhalb des Reisens auf dich wartet, oder ob du nur reist, ob Reisen dein Ein und Alles ist. Ich habe für mich einfach gemerkt, ich bin halt einfach so viel mehr als das Reisen. Noch so eine Sache, die ich von dieser Reise mitnehme. Die Vielfalt an Freizeitbeschäftigungen, die ich vor der Reise im alltäglichen Leben als so selbstverständlich erlebt hatte, kann ich nun ganz anders schätzen. Das fehlt mir dann auch alles, wenn ich das nicht mache. Ja, das sind so mehrere Sachen, die da irgendwie zusammengekommen sind, wo ich einfach gesagt habe, das ist nicht das Leben, was ich dauerhaft führen könnte. Weil das war für mich ja wirklich auch so eine Art Lebensentwurf, zu sagen, ich bin jetzt Vollzeit-Reisende und mache davon Videos und also quasi Reisen und YouTube. Das in Kombi wirklich als Job und Lebensstil zu haben. Aber ich habe einfach gemerkt, das ist nicht das, was mich erfüllt. Da fehlen mir einfach gewisse Menschen, gewisse Tätigkeiten, eine gewisse Festigkeit und Stabilität, so sehr ich die Freiheit auch liebe. Freiheit kostet Struktur. Struktur gibt Sicherheit. Und Sicherheit schenkt Geborgenheit. Mir ist klar geworden, dass ich sowohl die Freiheit als auch die Struktur brauche, um diesen Wechsel von Abenteuer und Entspannung voll auskosten zu können. Wie bei so vielem im Leben kommt es hier, glaube ich, einfach auf die richtige Portion an. Eine Sache hat diese Reise auf jeden Fall gebracht. Sie war nämlich in vielerlei Hinsicht eine absolute Genugtuung. Sie hat mir gezeigt, wie reich wir hier in Deutschland sind. Mit den normalen Standards, die einfach wirklich extrem luxuriös sind. Fahr mal in den Balkan, da ist es teilweise, was die Sauberkeit betrifft. Oh, wenn das Wasser nicht abfließt. Lecker. Das ist nicht von mir. So, wir hätten hier noch eine Zwiebelschale vom Vorgänger. Alternativ auch eine Colaflasche unterm Bett. Du kannst teilweise das Wasser aus dem Hahn nicht trinken. Wir sind hier so verdammt gut gestellt mit echt so vielem. Und das habe ich halt auf der Reise gemerkt, dass ich irgendwie das überhaupt erst mal sehen konnte, diesen Reichtum. Und ich habe das so sehr schätzen gelernt und einfach auch eine Demut entwickelt davor. Es ist halt einfach echt ein Geschenk, weil es ist alles nicht selbstverständlich. Und das habe ich auf der Reise absolut verstanden und auch so ein Vertrauen entwickeln dürfen. Also ich hatte wirklich auch eine Situation, wo ich echt Schiss hatte, so, wo ich dachte, was mache ich jetzt so? Und dann kam halt einfach auch jemand genau in dem richtigen Zeitpunkt auf mich zu und hat mir geholfen. Und
solche Situationen hatte ich halt immer wieder. Und das hat mir echt so Vertrauen ins Leben gegeben, dass ich einfach sage, egal was passiert, es geht immer irgendwie weiter und es ist immer, wenn es brenzlig ist, gibt es irgendeinen Menschen, der hilft oder irgendeine Kraft in mir, die mir hilft, diese Situation zu überleben. Also das hat mich extrem gestärkt, so für alles, was da jetzt noch kommt, dass ich einfach so ein Grundvertrauen habe, was ich vorher nicht so extrem hatte. Ja, Reisen ist einfach was ganz, ganz Schönes und ich habe es total geliebt, unterwegs zu sein und ich habe bis zum Schluss, bis zum letzten Kilometer echt einfach dieses Motorrad und die Straße, das Fahren, ich habe es einfach nur genossen. So, und ich denke, so sollte es auch sein. Nicht auf Zwang jetzt weiterfahren. Die Leute werden wahrscheinlich sagen, Caro, warum hast du jetzt irgendwie nicht noch den Rest von Griechenland dir angeguckt, wenn du schon mal da bist? Aber ich habe mir gedacht, nee, wenn ich mir das jetzt nur angucke, damit ich nachher sagen kann, ich war da, dann mache ich das nicht für mich, dann mache ich das für irgendwen anders. Aber das ist es halt irgendwie nicht wert, wenn ich es nicht genießen kann. Ich finde, sonst wird man einfach den Menschen und der Landschaft nicht gerecht. Wenn man da einfach nur durchfährt aus dem Gefühl von, ich muss jetzt. Reisen ist für mich immer Premium-Zeit. Es ist immer ein Geschenk von Freiheit und als solches will ich das auch behandeln und nicht als Muss. Jo. Ja Leute, es kommt manchmal ganz anders, als man sich das so denkt. Ich hätte niemals gedacht, dass es so kommt, dass ich wieder dort lande, wo ich gestartet bin. Aber ich bin extrem glücklich damit und vielleicht ist es ja dem einen oder anderen irgendwie eine Lehre zu sagen, hey, ich kann vielleicht nicht auf so eine große Reise gehen, aber ich sehe jetzt auch, was ich hier habe. Uns geht es hier echt ziemlich gut in Deutschland. Und dafür lohnt es sich auch mal woanders hinzufahren, um das wirklich zu sehen. Weil ich glaube, das kann man nicht sehen, wenn man nicht auch mal was anderes gesehen hat. Weil das macht halt was mit einem. Ne? Was bedeutet das Ganze jetzt hier für den Kanal? Ich werde weiterhin Motorradreisen machen, nur halt einfach in einem anderen Maß. Und wie viel das Ganze dann auch online stattfindet, ja, das muss man einfach schauen. Ich freue mich natürlich mega, euch immer wieder auch mitzunehmen und zu sehen, wie viel Positives das bewirken kann. Aber im Endeffekt funktioniert es halt auch nur, wenn ich selber glücklich bin. Und deswegen muss ich da einfach auch für mich sorgen. Ich habe auf der Reise bereits ein Q&A gedreht mit Fragen, die ihr mir gestellt hattet. Das Ganze wird in nächster Zeit online gehen. Das habe ich in Slowenien gedreht. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns auf der nächsten Reise. Und vorher seht ihr noch das ganze Zeug, was ich so auf dieser Balkantour gemacht habe. Leute, ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Tschö. Träume leben bedeutet mutig für das loszuziehen, was du erleben möchtest. Ich wollte pure Freiheit und Ferne. Das Reisen schenkte mir mehr als das, nämlich Heimat und Vertrauen in das Leben.